funktioniert das Mistding jetzt? Wenn ich mal groß bin, Achtung, Achtung, wenn ich mal groß bin, wünsche ich mir ein Bluetooth-Mikrofon für Kameras. Letzten Montag habe ich einen Anruf von Norman bekommen. Wer mir auf Instagram von euch folgt, hat das mitbekommen. Ich muss anders anfangen. Ich würde sagen, guckt euch mal das kleine Filmchen an. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ob es Montag oder Dienstag war, aber ich habe auf jeden Fall eine E-Mail bekommen. Und in der E-Mail stand drin: Hallo Holger, hier ist Norman, ich hatte schon mal Kontakt mit ihm. Hör mal zu, hier steht seit 10 Monaten ein Motorrad in der Garage rum, willst du das nicht haben? Der Zustand, das seht ihr jetzt, von diesem Motorrad ist nicht sonderlich gut. Acker dran. Das war es dann auch schon. Also die ist optisch sehr, sehr runtergerockt. Die haben die Sitzbank irgendwie beschichtet oder lackiert. Das ganze Motorrad ist in einem nicht sonderlich guten Zustand. Allerdings ist das Motorrad mehr oder weniger bis auf ein paar falsche Schrauben komplett. Das hat mich ein bisschen überlegen lassen, wenn ich ehrlich sein darf. Beziehungsweise ich bin immer ehrlich, ich muss ehrlich sein. Und deswegen bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass wir ein bisschen was in unserem Projekt umswitchen. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch reden. Das Projekt, so wie wir es jetzt angefangen haben, dieses Community-Tuning-Projekt, bleibt wie es ist, außer dass sich 2 Dinge ändern. Ding Nummer 1, was sich ändert, ist der Motor. Der Motor, der jetzt im Regal liegt, der vorbereitet wurde für dieses Projekt, der wird stillgelegt. Wir übernehmen die Idee und einige der Teile für das, was jetzt gleich kommt. Nämlich, ich werde die Duke 2, die ihr gerade gesehen habt, nehmen, zerlegen und alles, was das Tuning-Projekt betrifft, in die Kiste einbauen. Das bedeutet, dass wir nicht am Ende einen fertigen Motor haben. Das bedeutet, dass wir am Ende ein fertiges Motorrad haben, was fährt. Das mache ich deswegen so, weil die Duke 2, die Markus, André und ich gestern geholt haben, Seilzugkupplung hat. Jetzt kann man ja sagen, wir bauen das um, aber Nehmer, Geber plus Leitung sind knapp 300 Euro. Und wie ich anfangs schon mal von diesem Projekt sagte, ich stecke so viel Zeit, Energie und Geld in dieses Projekt. Mir kann niemand absprechen, dass ich mich nicht bemühen würde, dass ich das Geld nicht investieren werde. Deswegen nehmen wir da den kurzen Dienstweg. Ich baue den Motor da aus, zerlege den, bringe den auf den Stand, wie der jetzige Motor ist, tausche die Teile quasi durch, weil Kurbelwelle und so weiter dasselbe ist. Und wir passen quasi alles auf den Motor an. Das heißt, für euch ändert sich nichts. Der Einzige, für den sich was ändert, bin ich. Nämlich, dass ich ein bisschen mehr Arbeit habe. Aber das ist vollkommen okay. Da sich diese Chance geboten hat und Norman uns das Ganze hier angeboten hat. Norman, übrigens, wenn du das hier siehst und du wirst das sehen, ich bin dir nach wie vor so unfassbar dankbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Was das für die Community bedeutet, das ist der nackte Wahnsinn. Vielen lieben fucking Dank, das kann nicht wahr sein. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das bedeutet, dass am Ende kein fertiger Motor verlost, verschenkt, was weiß ich was wird, sondern ein ganzes Motorrad. Das ist das. Ihr müsst euch mal überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich mit Hilfe der Community ein ganzes Motorrad bauen kann oder werde, das einer von euch dann am Ende bekommt. Wie wir das realisieren, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist das die neueste Neuigkeit und ich gehe extrem stark davon aus, dass euch das sehr gefallen wird, dass am Ende dann nicht einfach nur ein Motor da steht, wo behauptet wird meinerseits, dass der fährt. Nein, das wird tatsächlich und echt und wirklich fahren. Und zwar so. Optisch ist das mit der Duke 2 so eine Sache. Ich weiß noch nicht, wie wir das regeln. Ich weiß nichts. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Was ich aber weiß, ist, dass wir oder ich das hinkriegen werde und ich weiß auch, dass das geil wird.
Ich lasse mich mal überraschen, was jetzt die nächsten Tage, Wochen und Monate auf mich zukommt. Ich werde das Ding jetzt, wie gesagt, die Tage zerlegen, alles auf den aktuellen Stand bringen, sodass wir bei dem Motor dann weitermachen können. Und was die Duke selber betrifft, sehen wir dann. Ich persönlich würde euch jetzt gerne eben einmal bitten, dass ihr eure Meinung zu diesem Ganzen in die Kommentare schreibt, weil ich bin gestern fast 700 Kilometer dafür am Ende für euch durch die Gegend gefahren, habe wieder Geld in die Hand genommen. Er hat mir die zwar schenken wollen, aber ich habe ihm dennoch Geld dafür gegeben. Das hätte sich angefühlt wie Klauen, das ist nicht mein Stil und interagiert mit mir. Lasst mich bitte wissen, was ihr davon haltet und lasst uns hier so ein bisschen so eine kleine Kommentarkultur unten in den Kommentaren erschaffen. Einfach damit ich mehr Feedback eurerseits bekomme, weil manchmal stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, was ihr gerne wollt. Da würdet ihr mir einen großen Gefallen mit tun. Falls du dich an diesem Projekt beteiligen möchtest, habe ich dir meine PayPal-Verbindung unten in die Videobeschreibung geschrieben. Bitte denk dran, dass das keine blöde Bettelei sein soll, sondern dass das Geld tatsächlich zu 100% wieder in die Projekte bzw. in das Projekt und in die Community zurückfließt und dass am Ende einer von euch damit durch die Gegend fährt. Ich habe nach wie vor nicht vor, mich daran zu bereichern, aber das habe ich 100-mal gesagt. Ich denke auch, dass man mir das glauben kann. Ich denke, dass man das sieht. Nur ich muss es sagen, das kostet alles eine Menge Geld und wie gesagt, fühl dich frei in der Videobeschreibung.